Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. As I told you yesterday that when I was a teenager, these two verses, 16 and 17, really gripped me. Gestern habe ich dir erzählt, dass mich die Verse 16 und 17 als Teenager wirklich ergriffen haben. You know, I said to the Lord that I always want to have the same kind of heart attitude. Ich sagte dem Herrn, dass ich immer die gleiche Herzenseinstellung haben möchte. This inner desperation to do what God called me to do. Diese innere Dringlichkeit, diese Verzweiflung, das zu tun, wozu Gott mich berufen hat. And if I don't do what God called me to do, then it's agony. Und wenn ich nicht tue, was Gott mir aufgetragen hat, ist es für mich eine Qual. Now, look, there's a difference if the ministry is your identity or if you have an inner urge because the fire of God is in you. Es ist ein Unterschied, ob der Dienst deine Identität ist oder ob du einen inneren Drang verspürst, weil das Feuer Gottes in dir ist. Because I was at the place where my ministry was my identity. Ich war nämlich an dem Punkt, an dem mein Dienst meine Identität war. And I'm very thankful to God that this all fell apart in 2001. Ich bin Gott sehr dankbar, dass all das im Jahr 2001 zusammengebrochen ist. But you know, there is a big difference. Es gibt einen riesengroßen Unterschied, If I need a ministry or if something is driving me to fulfill what God has given me. ob ich einen Dienst brauche oder ob mich etwas antreibt, das zu erfüllen, was Gott mir aufgetragen hat. So I don't need anything. Ich brauche also nichts. I have everything because of Jesus Christ. Ich habe alles dank Jesus Christus. But I don't want to lose the fire because I've seen too many people losing it. Ich will jedoch das Feuer nicht verlieren, denn ich habe schon zu viele Menschen gesehen, die es verloren haben. Look what he said in verse 17. Schau, was er in Vers 17 sagt. If it were my own idea to preach as a way to make a living, Wenn es meine eigene Idee wäre, zu predigen, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen, I would expect to be paid. würde ich erwarten, bezahlt zu werden. See? So if I have the idea, you know what, let's go to Bible school, let's do some training, let's become a pastor, let's find a job as a pastor. Wenn du also auf eine Idee kommst, auf die Bibelschule zu gehen, eine Ausbildung zu machen, Pastor zu werden und einen Job als Pastor zu finden, Then, of course, you're supposed to get paid. dann sollst du natürlich bezahlt werden. But Paul, look what Paul continues to say. Doch schau, was Paulus weiter sagt. He says, since it's not my idea but God's, Da es nicht meine Idee ist, sondern Gottes, who commissioned me, der mich beauftragt hat, I am entrusted with the stewardship of the gospel, whether paid or not paid. ist mir die Verwaltung für das Evangelium anvertraut, ob ich nun bezahlt werde oder nicht. Isn't that interesting? Ist das nicht interessant? See, so basically here's what Paul is saying. Im Grunde sagt Paulus damit Folgendes. I never chose the ministry chose me. Ich habe mir den Dienst nicht ausgesucht. Der Dienst hat mich ausgesucht. You see the huge difference? Siehst du den enormen Unterschied? There are so many people today who chose to be in the ministry. Es gibt heute so viele Menschen, die sich den Dienst ausgesucht haben. And when I came to Brazil, a question that I was asked so many times, Als ich nach Brasilien kam, wurde ich so oft gefragt, Pastor Reinhard, are your sons also pastors? Pastor Reinhard, sind deine Söhne auch Pastoren? And I have to tell you honestly, I was so shocked by that question. Ehrlich gesagt, diese Frage hat mich sehr schockiert. I tell you why, because I couldn't even understand it. Ich sage dir warum, weil ich sie gar nicht verstehen konnte. I didn't know you Jews. Ich wusste nicht, dass man wählt. I thought it was God chose. Ich dachte, Gott wählt aus. And this is why when I was a teenager, verse 17 especially has gripped me. Deshalb hat mich Vers 17 als Teenager besonders gepackt. It was God's idea to commission me, Reinhard. Therefore, what options do I have? Es war Gottes Idee, mich, Reinhard, zu beauftragen. Welche Möglichkeiten habe ich also? I have one option, and that's to surrender to Him and to obey His calling. Ich habe nur eine Möglichkeit, nämlich mich ihm hinzugeben und seiner Berufung zu gehorchen. And this is why Paul could very clearly teach Deshalb konnte Paulus ganz klar lehren, that it is the right thing to do to support those materially, those who teach the Word of God. dass es richtig ist, diejenigen materiell zu unterstützen, die das Wort Gottes lehren. But then basically he said, whether I get anything or get nothing, I have to do what I'm doing. Im Grunde sagt er, ob ich etwas bekomme oder nicht, ich muss das tun, was ich tue. It's a stewardship. Es ist eine Verwalterschaft. Do you know, once
my eyes opened to the difference between stewardship and ownership, Als mir die Augen für den Unterschied zwischen Verwalterschaft und Eigentum geöffnet wurden, it was such a life changer. hat sich mein Leben grundlegend verändert. For our mentoring group, we did a whole long series about this. Für unsere Mentoring-Gruppe haben wir eine ganze Serie darüber gemacht. You know, we think of stewardship usually just with money, Bei Verwalterschaft denken wir normalerweise nur an Geld. but Paul said even the ministry has been given to him and he has to be steward. Aber Paulus sagt, dass ihm der Dienst gegeben wurde und er Haushalter sein muss. The stewardship of the gospel. Verwalter des Evangeliums. My dear friend, Mein lieber Freund, whatever the Lord has asked you to do, was auch immer der Herr dir aufgetragen hat, doesn't matter what. egal was. Remember, the moment the Lord has given you something, you now have stewardship. Denke daran, in dem Moment, in dem der Herr dir etwas gegeben hat, hast du nun die Verwaltung. And if you're not a good steward, you still have to be accountable one day before the one who gave it to you. Und wenn du kein guter Verwalter bist, musst du trotzdem eines Tages vor demjenigen Rechenschaft ablegen, der sie dir gegeben hat. You know, 8 times a year, I go to our weekend of the School of the Prophetic and Supernatural. 8-mal im Jahr halte ich ein Wochenende in der Schule des Prophetischen und Übernatürlichen ab. And twice a year, I'm 15 days direct. Und 2-mal im Jahr 15 Tage am Stück. Even though we have graduated, I don't know, maybe about 500 people. Obwohl wir bisher etwa 500 Leute ausgebildet haben And even though I've taught that and been there so often, und obwohl ich schon so oft dort war und dies gelehrt habe, every single time I go with a sense of awe. überkommt mich jedes Mal dieses Gefühl der Ehrfurcht. You know, every time I think, oh Lord, I want to steward this ministry that you've given me really well. Jedes Mal denke ich, oh Herr, ich möchte diesen Dienst, den du mir gegeben hast, wirklich gut verwalten. You have trusted me with these precious people. I want to steward them well. Du hast mir diese wertvollen Menschen anvertraut und ich will sie gut verwalten. So I understand the agony that Paul is talking about. I feel that many times. Ich verstehe die Qualen, von denen Paulus spricht. Das fühle ich sehr oft. The agony to steward well what he has entrusted you. Die Qual, gut mit dem umzugehen, was er einem anvertraut hat. Do you know, there's one word that has been used so much in the Christian world that I don't personally like. Es gibt ein Wort, das in der christlichen Welt so oft benutzt wird, welches ich persönlich nicht mag. And it's the word pressure. Das Wort Druck. Don't tell me to do that. I feel such a pressure. Sag mir nicht, dass ich das tun soll. Ich fühle mich so unter Druck. And usually what we mean by that is, this is so hard for me to do, I don't want to do it. Meistens meinen wir damit, dass es uns so schwer fällt, dass wir es nicht tun wollen. But you know, there is pressure that we actually need in the Christian life. Doch es gibt einen Druck, den wir im christlichen Leben tatsächlich brauchen. Paul lived with the internal pressure to be a steward of the gospel. Paulus lebte mit dem inneren Druck, ein Verwalter des Evangeliums zu sein. And because he faced the internal pressure, he was such a great steward of the gospel. Gerade weil er sich diesem inneren Druck stellte, war er ein großartiger Verwalter des Evangeliums. Be a great steward of what God has entrusted you. Sei ein guter Verwalter dessen, was Gott dir anvertraut hat. I know Ich weiß, that some people somewhere in the world who are listening to this, dass einige Leute irgendwo auf der Welt, die das hier hören, they truthfully need to go back to where they have stopped fulfilling the purpose of God. wahrhaftig dorthin zurückkehren müssen, wo sie aufgehört haben, die Bestimmung Gottes zu erfüllen. And have that agony and fire back in their hearts. Und diese Qual, dieses Feuer wieder in ihr Herz zurückbringen müssen. This has gripped me since my teenage years. Das bewegt mich schon seit meiner Teenagerzeit. See you tomorrow. Bis morgen.